Hey, grüßt euch! Diese Episode werden wir am Unterboden arbeiten. Das geht ja jetzt relativ einfach durch dieses endgeile Drehkonstrukt, was ich hier gebaut habe. Ich bin noch immer ziemlich überzeugt und happy davon. Werden wir sehen, ob das sich auch so gut eignet zum Arbeiten. Ich werde hier noch diverse Stellen verfeinern, ein paar Punkte ein bisschen beischleifen. Hier dieses Blech werde ich noch anfertigen jetzt hier. Da müssen noch Muttern und Löcher dran. Hier muss noch ein Blech ausgetauscht werden. Und hier diese Konsole muss ausgetauscht werden. Hier muss noch ein Blech oder zwei Bleche müssen da oben gebastelt werden. Hier unten auch. Das muss noch ein bisschen geglättet werden und so weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kann ich sogar noch das Ganze da abschleifen, den Unterbodenschutz und so weiter. Werden wir sehen. Den ganzen Unterbodenschutz werde ich höchstwahrscheinlich nicht entfernen, sondern nur an den Stellen, wo er nicht mehr so gut ist. An den anderen Stellen lasse ich ihn. Dann werden die blanken Stellen mit EP-Grundierung grundiert und dann kommt schlussendlich nochmal ordentlich Nahtabdichtung überall drauf, also über die Nähte, wo die Bleche übereinander sind, und dann insgesamt nochmal Unterbodenschutz, und dann hoffe ich, dass der Unterboden für die nächsten 40 Jahre wieder gut konserviert ist, gut vorbereitet ist. Die nächsten Aufnahmen werden übrigens von relativ Weitem gefilmt, weil ich habe hier die Schutzfolie zuletzt von der Linse entfernt. Die war komplett mit Schweißpunkten und vom Flexen her zerstört, gerissen, gepunktet und so weiter. Ich habe da immer Schutzfolien auf meiner Linse, weil sonst ist die Linse natürlich direkt defekt. Und ich dachte eigentlich, dass ich eine Schutzfolie hätte, habe ich aber nicht da gehabt. Die neue ist schon bestellt. Deshalb werde ich jetzt die Kamera einfach weiter wegstellen und von da aus filmen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe genug gelabert, lass mal anfangen. Wollen wir mal sehen, was hier unter dieser professionellen Reparatur ist. Das Teil ist auf jeden Fall aus Edelstahl. Oh, guck mal die Ohren jetzt an, Alter. Aus Edelstahl auf Stahl geschweißt, ne? So. Da haben wir das Ganze. Wunderbar. Alter. Ja. Junge. Guck dir das an, ey. Meine Güte. Warum das genau da so weggegammelt ist und an der anderen Seite nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist wirklich gar nichts, ne? Und hier ist es total verrostet an der Seite. Und wir haben natürlich wieder Nüsse drin. Hier war auf jeden Fall irgendein Mäuschen drin, weil ich habe überall Haselnüsse. Ich hatte sogar Haselnüsse in der Rückleuchte. Ich hatte eine Walnuss in der Rückleuchte und hier in diesen ganzen Träger nach hinten hin, also nach da, waren auch Nüsse drin. Ja. Digga, guck dir den Scheiß an. Wahnsinn, warum macht man denn sowas? Ich
verstehe es nicht. Ist auch kompletter Mumpitz. Na, immerhin habe ich jetzt ein Stück Edelstahl hier. Juti, ich habe für diese Woche genug geschafft. Ich habe einmal hier diese Stelle repariert, habe einmal hier diese Stelle repariert, habe hier hinten den Aufnahmepunkt rausgeflext und ausgetauscht, also auch repariert. Alleine das Rausflexen hat 8 Stunden gedauert, hätte ich auch nicht gedacht, hat aber ganz schön lange gedauert. Das ist doch schon eine ganze Menge Arbeit gewesen. Also das auch dann richtig vorzubereiten und so weiter. Nicht einfach nur stumpf wieder draufschweißen, dass da noch Rost drin ist. Nein, ich habe natürlich das Ganze entrostet. Dann habe ich jetzt hier noch diese Stellen hier hinten am Unterboden oder am Unterboden.
ja, Unterboden bzw. Ladefläche habe ich hier diese Stellen schon mal rausgetrennt. Die werde ich nächste Woche reparieren. Unter anderem dann hier diese Stelle noch reparieren. Hier diese Kleinigkeiten noch. Also die ganzen klitzekleinen Kleinigkeiten werde ich nächste Woche noch schweißen, einschweißen, reparieren und eventuell sogar grundieren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und haut rein.